Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um Blasen. Also Blasen an den Füßen. Wasserblasen, Blutblasen oder auch Eiterblasen. Wir beginnen mit den Wasserblasen. Die entstehen meistens durch zu viel Reibung, zu viel Druck, durch neue Schuhe, durch zu viel Belastung beim Wandern oder wenn man Falten in den Socken hat, dass die eine Blase drücken. Es gibt auch Lymphödemblasen, das heißt, manche Menschen leiden unter so einem Lymphödem. Die haben einfach das sogenannte Wasser in den Beinen und das kann teilweise auch durch die Haut rauskommen. Das sieht dann aus, als ob man solche Ballons auf der Haut hätte. Bei den Blasen allgemein gibt es ja zwei Meinungen. Einmal die normale Volksmeinung, dass man Blasen öffnen sollte. Und die medizinische Meinung, dass man das lieber nicht tun sollte. Wir beginnen einmal mit der Volksmeinung, dass man die Blase öffnen soll, am besten noch mit Nadel und Faden durchziehen und das Ganze so versorgt. Der Meinung bin ich nicht, weil ich bin eher der medizinischen Meinung. Das heißt, man lässt die Blase in Ruhe, bis sie komplett von selbst eingetrocknet ist und die äußere Haut abgeht. Wenn man nämlich die Blase öffnet, dann sieht es so aus und wie man auch so schön sieht, ist hier auf dem Bild wirklich eine extreme Wunde zu sehen. Diese Wunde hat so ungefähr 3 cm Durchmesser und so eine offene Wunde ist natürlich Infektionsgefahr hoch 10. Also wer ein schlechtes Immunsystem hat, der infiziert sich da des Öfteren mit so einer Blase. Ja, in diesem Fall ist es am besten, man deckt diese Wunde ab mit einem sterilen Wundverband, versorgt das Ganze trocken, bis es abheilt. Und so nach 8 Wochen sieht es dann so aus. Man sieht immer noch die Ränder der Blase und auch, dass dort, wo das ganz empfindliche Fleisch war, dass es dann wirklich nur eine empfindliche Haut drüber ist. Das braucht bestimmt noch mal 8 Wochen, bis die Haut wieder so ist, wie sie vorhin war. Also, wer eine Blase hat, egal wo am Fuß, ist am besten, man versorgt diese Blase mit einem Blasenpflaster. Das heißt, man klebt es drauf, auch wenn noch die Flüssigkeit drinnen ist und wartet, bis das von selbst abheilt. Weil der Körper hat ja festgestellt, dass die Haut, die er abgelöst hat, nicht mehr erhaltenswert ist und die Haut, die darunter ist noch nicht so weit, dass sie an der Oberfläche quasi den Schutz geben kann. Deswegen bildet sich in der Mitte so ein Lymphwasser, also Gewebswasser, und damit schützt quasi die Haut, die Blase mit dem Wasser, die darunterliegende Haut, bis die darunterliegende Haut quasi das Wasser wieder resorbiert hat, also zurückgesaugt und sich dann abgehärtet hat. Und dann wird die Blase mal aufgehen und abtrocknen das Ganze und dann hat man auch keine Schmerzen. Wenn die Blase von selbst aufgehen sollte, lässt man den Deckel drauf. Das heißt, die Blase lässt man drauf und das Ganze tut man trocken verbinden. Man muss jetzt keine Salben oder irgendwelche Cremen drauf machen. Wenn sich das Ganze natürlich entzündet, müsst ihr sowieso zum Arzt, der versorgt es dann fachgerecht. Es gibt dann noch die Blutblase, das ist eine mit Blut gefüllte Blase, wie der Name schon sagt. Da ist es so, dass durch den zu viel Druck oder zu viel Reibung unten die Kapillargefäße, also die kleinsten Blutgefäße platzen und das Ganze in die Haut einblutet, wirklich massiv und dann eben diese Blase bildet. Bei der Blutblase ist es so, verursacht sie keine Schmerzen, dann kann man die Blutblase geschlossen lassen, dort noch ein Pflaster drüber machen und guckt, dass das Ganze eben druckgeschützt ist. Hat man jetzt einen Zehennagel, der so eine Blutblase hat, weil man sie irgendwo gegengerannt ist und man hat sie den angehaut, furchtbar, dann kann es passieren, dass der mit der Zeit so zum Pulsieren anfängt. In diesem Fall muss man die Blutblase öffnen, weil dann wird der ganze Druck genommen und das umliegende Gewebe unter dem Nagel wird geschont. Das heißt, die Nagelwurzel, die was dann oft auch bei solchen massiven Traumata, also Schädigungen, in Mitleidenschaft gezogen worden ist, erleidet dann nicht so viel Schaden.
und der Nagel wird dann später mal sowieso abgehen, wenn der Zehennagel drunter komplett blau war. Bei dem blauen Zehennagel kann man auch, wenn man jetzt von vorne nicht dazukommt, auch durch die Nagelplatte ein Loch bohren, damit das eben da das Blut entweichen kann und der Druck genommen wird. Das sollte bitte nur eine Podologin machen, weil die verbindet das nachher auch und kontrolliert es, damit sie das auch nicht entzündet. Bei den Eiterblasen ist es so, dass das Eiter durch eine Infektion verursacht wird. Das heißt, bei einem Pickel, den was man manchmal im Gesicht hat, ist irgendein Bakterium reingekommen und hat diese Eiter verursacht. Den drückt man aus, tut es mit Wunddesinfektionsmittel betupfen und dann ist das Ganze auch in 2-3 Tagen ist die Entzündung fort. Es gibt auch größere Eiterblasen, die muss man dann öffnen. Würde man dieses Eiter drinnen lassen und es nicht öffnen, dann bildet sich ein Abszess, das heißt das Gewebe, das darunter ist, entzündet sich und wird dann dadurch, durch die Leukozyten und durch die Entzündungsreaktion wird das Ganze noch mehr und das frisst sie fast wie rein. Deswegen große Eiterblasen soll man öffnen, am besten auch den Blasendeckel rundum wegmachen, damit das die ganze Wunde offen liegt, das Ganze schön sauber machen mit Wunddesinfektionsmittel und dann steril verbinden. Natürlich sollte sie einen Arzt aufsuchen, der dieses auch beurteilen kann, ob eine systemische Antibiotikagabe notwendig ist und auch um weitere Schritte zu veranlassen. Hat euch das Video gefallen? Lasst mir einen Daumen hoch hier, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst zum Thema Füße und Gesunderhaltung der Füße. Habt ihr selber zu diesem Thema noch irgendwelche Anregungen oder habt ihr Probleme bei Blasen? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Hier geht es weiter zum nächsten Video und ich wünsche euch einen schönen Tag. Eure Andrea. Tschüss!